Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Firefield das Hexcore HD 1:3 Night Vision Binokular. Wir haben schon oft auf unserem Kanal Nachtsichtgeräte vorgestellt, die waren immer alle jenseits der 4.000 € Grenze, also High-End-Geräte kann man sagen, beziehungsweise Entry-Level für den High-End-Bereich. Das geht ja nach oben hin, sind da keine Grenzen gesetzt. Wir haben es schon des Öfteren gesagt, man muss vielleicht mal seine Niere hergeben, um so ein Nachtsichtgerät eben sich leisten zu können. Nachtsichttechnik geht aber auch günstiger. Gerade auch, wenn man sagt, okay, ich brauche tatsächlich das Nachtsichtgerät ein bisschen für die Wildbeobachtung oder eben für die Jagd oder tatsächlich möchte ich mich einfach mal mit dem Thema Nachtsichttechnik auseinandersetzen und eben keine 1.000 € ausgeben, auch keine 500 € ausgeben. Genau hier kommt das Firefield Hexcore ins Spiel. Wir haben hier ein Gerät mit einer, also es ist ein digitales Nachtsichtgerät, muss man natürlich vorneweg sagen, denn der günstige Preis kommt natürlich daher, dass es ein digitales Nachtsichtgerät ist. Unterschied analoge Nachtsichttechnik, digitale Nachtsichttechnik ist, bei der analogen Nachtsichttechnik habe ich eine Röhre, die das Restlicht sammelt und dann das verstärkt. Das ist das, was es auch so teuer macht. Kann man auch ähnlich vergleichen wie mit einem Röhrenverstärker für Musikinstrumente. Ich habe damals mal Musik gemacht und da war immer der Röhrenverstärker immer das Go-To. Und bei Nachtsichtgeräten ist es ähnlich. Bei einem digitalen Nachtsichtgerät ist es so, da ist natürlich durch die Digitaltechnik deutlich weniger Kosten, die entstehen, weil ich keine Röhre brauche. Die Röhren sind das eigentlich teurer bei einem analogen Nachtsichtgerät. Der einzige Nachteil, der vielleicht aber nicht für jeden ein Nachteil ist, dass ein digitales Nachtsichtgerät in der Regel immer mehr Restlicht braucht. Das heißt, es muss fast ausschließlich mit einem IR-Strahler arbeiten. Der ist hier gleich mit eingebaut. Bedeutet, das Nachtsichtgerät macht sich selber das Licht und kann damit arbeiten. Das Schöne hier bei dem Hexcore ist, dass man dieses Gerät nicht nur bei Nacht, sondern auch bei Tag benutzen kann. Dazu kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Das heißt, ich habe hier ein Fernglas mit einer Dreifachvergrößerung und eben auch noch die Funktion, das Ganze bei Nacht zu nutzen. Gehen wir einmal kurz über die Spezifikation, was uns das Gerät bietet. Wie ich es gerade schon gesagt habe, es hat erstmal eine echte einfache Vergrößerung und lässt sich digital bis zu dreifach zoomen. Die Linse vorne hat einen Durchlass von 12 mm, also relativ klein, ist aber da tatsächlich auch ausreichend, da ich eben das Bild hier auf dem Display projiziert bekomme hinten, was dann entsprechend groß genug ist. Die minimale Fokusdistanz ist 1 Meter. Auch das ist, denke ich, bei dem Gerät völlig in Ordnung. Das heißt, ich kann Objekte ab 1 Meter scharf sehen. Um die Schärfe noch einzustellen, habe ich hier vorne nochmal ein Drehrädchen, was auch gut erreichbar ist, um dann eben die Schärfe nachzujustieren. Das Display ist 640 x 360 von der Größe her. Die Displaygröße bzw. Auflösungsgröße ist nochmal höher. Da komme ich gleich drauf zu sprechen, wenn wir über die Aufnahmefunktionen sprechen. Wir haben hier einen IR-Strahler mit einer Wellenlänge von 850. Das heißt, auch das muss man natürlich dann schauen, gerade wenn ich es für die Jagd einsetzen will, zur Wildbeobachtung, muss ich eben schauen, spricht das Wild auf die Frequenz an. Da gibt es ja auch verschiedene Ansichten. Der eine sagt, na, bei 900 irgendwas spricht das Wild an, 850 ist okay, muss man einfach ausprobieren und schauen, wie das Wild darauf reagiert. Wir haben hier eine Detection Range, also eine effiziente oder effektive Reichweite von ca. 200 Metern. Ja, das heißt, mit einer Dreifachvergrößerung erkennt man schon Objekte auf eine größere Distanz. Allerdings wird natürlich dann die Auflösung etwas schwieriger. Also wenn ein Objekt auf 200 Meter ist, kann ich das noch ausmachen, aber ich kann jetzt vielleicht nicht mehr ausmachen, ist es ein weibliches Tier oder ein männliches Tier oder was auch immer. Dazu muss natürlich der Gegenstand oder das Objekt näher dran sein an uns. Betrieben wird das Gerät mit 4 AA-Batterien. Hier sind 4 Akkus mit dabei, die können dann hier entsprechend entnommen werden. Die Batterien ranzukommen, muss man das Gehäuse öffnen natürlich. Die Batterien halten im Tagesmodus, also für die Tagbeobachtung 8 Stunden und für den Nachtmodus, je nachdem wie hell der IR-Strahler eingestellt ist, der lässt sich auf verschiedenen Helligkeitsstufen betreiben. Wenn der IR-Strahler auf High eingestellt ist, hat man 1,5 Stunden Laufzeit. Wenn er auf Medium eingestellt ist, hat man 3 Stunden Laufzeit und wenn man nur ganz wenig IR-Strahler nutzt, hat man 5 Stunden Laufzeit.
Die Betriebstemperatur ist von -10 bis +60. Es ist nicht mit Stickstoff gefüllt, braucht man in dem Fall ja nicht, weil es kein digitales Gerät ist allerdings auch nicht wasserdicht. Muss man natürlich ganz klar sagen, irgendwo muss auch der günstige Preis herkommen, muss man einfach ein bisschen mehr drauf aufpassen, falls es nass sein sollte, aber ich denke, gerade im Jagdbereich, wenn ich das in der Kanzel nutze oder so, sollte das kein Problem sein. Die Dimensionen sind 145 mm in der Länge, 147 mm in der Breite und 57 mm in der Höhe. Und das Gewicht beträgt 542 Gramm. Das ist tatsächlich das einzige Manko im Sinne von, wenn ich es mit der mitgelieferten Kopfhalterung benutze. Da sage ich gleich was zu, wenn wir über das Zubehör sprechen. Als reines Handgerät ist es vollkommen in Ordnung, da ist es auf jeden Fall leicht. Firefield gibt hier eine Garantie von 3 Jahren drauf. Das heißt, auch da hat man die Möglichkeit, wenn irgendwas sein sollte, den Service zu kontaktieren. Im Lieferumfang enthalten habt ihr hier einmal einen Tragegurt, den ihr dann nutzen könnt für die normale Beobachtung. Wie man das auch von einem Fernglas hängt, kann man hier in der Länge einstellen, kann man auch weglassen. Dazu sind hier Stahlbügel vorhanden, um das Ganze hier festzuhängen und mit einem Plastikschieber zum Verstellen. Ein schönes, breites, angenehmes, leicht gummiertes Band für den Nacken, trägt sich sehr gut. Dann ein großer Transportbeutel, ein Putztuch, ein Ladekabel für die Akkus und die Kopfhalterung. Darüber haben wir eben schon gesprochen. Das Gerät hat auf der Oberseite einen Anschluss für Standardgewinde Kamera bzw. GoPro kompatibel. Das heißt, wenn ihr irgendwas von GoPro habt, dann könnt ihr da auch die Arme für benutzen. Dann könnt ihr hier dann zum Beispiel diesen Montagearm festschrauben, der hier mit dabei ist, um dann das Ganze als Kopfgerät zu nutzen. Wir haben natürlich das Ganze nochmal aus der Kamera-Guy-Perspektive betrachtet und gerade um eben auch mal zu filmen, um das Ganze eben ruhig zu halten, wäre es natürlich schön, wenn dieser Anschluss auf der Unterseite wäre. Also das heißt, das Gerät müsste man auf den Kopf drehen, um es hier mit einem Stativ betreiben zu können. Das heißt, das Bild steht auch auf dem Kopf. Das wäre vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag für Firefield, dass man vielleicht das Menü einmal softwaretechnisch auch drehen könnte. Dann müsste man jetzt nicht hier nochmal extra eine Gewindebuchse auf der Unterseite montieren. Aber ansonsten kann man natürlich auch ohne Stativ arbeiten. Dafür ist es tatsächlich auch nicht gedacht. Aber wir haben das einfach mal auch von der Seite beleuchtet. Ja, für die Kopfmontage könnt ihr das Ganze einfach aufsetzen und dann auch entsprechend justieren. Da merkt man natürlich jetzt schon die 500 Gramm deutlich. Also für eine dauerhafte Nutzung hier am Kopf müsstet ihr dann schon eventuell mit einem Gegengewicht am Hinterkopf arbeiten, damit das Ganze eben komfortabel auch zu tragen ist. Aber es wäre halt eine Hands-free-Lösung, um eben auch nochmal anderweitig arbeiten zu können mit den Händen und kann man dann so das Nachtsichtgerät natürlich auch auf diese Weise nutzen. Ja, aber das packen wir jetzt mal beiseite. Ist auf jeden Fall schön, dass es mit dabei ist. Die Bedienung ist relativ simpel gehalten. Das gefällt uns sehr gut, denn wir wollen ja hier trotz Technik nicht lange irgendwie im Menü herumsuchen. Ihr habt genau 4 Tasten, die auf der linken Seite sind. Das heißt, die kann man hier sehr gut, wenn man das Gerät in der Hand hält, auch mit allen 4 Fingern benutzen, während die Daumen auf der Unterseite das Gerät stützen. Ich habe ganz vorne den Menüknopf, dann habe ich als zweites den Powerknopf und hier habe ich einen Hoch- und einen Runterknopf. Der Menüknopf dient natürlich einmal, also die Knöpfe sind mehrfach belegt, der Menüknopf dient zum einen dafür, durch das Menü zu schalten, wenn ich in die Menüfunktion eingestiegen bin, kann aber auch eben benutzt werden, um schnell zwischen Foto, Video und Galerie zu wechseln. Das heißt, wenn ich aufnehmen möchte mit dem Gerät, denn das Gerät kann auch aufnehmen, habe ich hier die Möglichkeit, eben damit schnell zwischen Foto und Video rumzuspringen. Der Power-Button ist dann genau eben für diese Aufnahmefunktion auch. Wenn das Gerät eingeschaltet wird über den Power-Button, kann ich dann, wenn das Gerät eingeschaltet ist, mit dem Power-Button entsprechend die Aufnahme starten, stoppen bzw. ein Foto machen. Und dann habe ich hier noch den Hoch- und Runterschalter. Das ist natürlich auch klar, wenn ich auf den Hochschalter drücke, dann vergrößere ich mein Bild. Das heißt, ich habe hier zuerst die einfache Vergrößerung, kann dann im nächsten Step auf die 1,5-fache Vergrößerung springen, dann auf 2-fache Vergrößerung und zum Schluss auf
Nein, 2,5 kommt noch und dann kommt nochmal dreifach. Also ich habe hier tatsächlich jeden halben Vergrößerungssprung nochmal mit drin. Und wenn ich dann nochmal drücke, bin ich wieder bei 0 und kann dann wieder von 1 anfangen. Die Pfeiltaste nach hinten ist einmal dafür da, um den IR-Modus oder beziehungsweise den Tag-Nacht-Modus zu wechseln. Der Unterschied ist, wenn ich im Tag-Modus bin, habe ich natürlich alles farbig, also ein farbiges Bild. Und wenn ich die Taste hinten gedrückt halte, dann klickt es einmal kurz und dann wechselt das Gerät in den Schwarz-Weiß-Modus für die Nachtsicht. Das erkennt man dann auch schon schön. Und dann kann ich hier, wenn ich dann wieder kurz das Ganze drücke, den IR-Strahler von der Helligkeit regulieren. Von High auf Medium auf Low und dann entsprechend wieder von vorne. Wenn ich hier gerade schon mal durchs Display gucke, ich habe hier an Informationen einmal natürlich den Batterieladestand oben rechts in der Ecke, darunter dann, ob ich im Foto- oder im Videomodus bin. Ganz unten rechts in der Ecke habe ich nochmal den Modus, also ob ich im Tagmodus oder im Nachtmodus bin. Und dann habe ich natürlich auch nochmal das Datum, die Uhrzeit und die sonstigen Informationen, die hier benötigt werden im Bild. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, das Display, was hier verbaut ist, ist ein 640 x 360 TFT LCD Display. Die Aufnahmen werden aber in einer höheren Auflösung gemacht. Wir haben hier einen CMOS-Sensor mit einer 1280 x 720 Auflösung. Das heißt, ihr habt hier ein deutlich schickeres Bild nochmal, als ihr selber seht und könnt das Ganze dann hier via SD-Karte aufnehmen. SD-Karte ist keine dabei, die könnt ihr hier einsetzen. Es wäre dann aber möglich, zum Beispiel mit einer 64 GB Karte 11 Stunden aufzunehmen und das dann hier auf diese Micro-SD-Karte zu packen. Hier ist auch ein USB-Anschluss noch zu finden, der ist dann hier für das Ladekabel und dann könnt ihr in die Akkus natürlich auch im Gerät laden, ohne sie jedes Mal herausnehmen zu müssen. Ihr habt die Option, aber es wäre eben auch die Möglichkeit, sie im Gerät zu laden. In der Fernglasfunktion habt ihr natürlich farbliches Bild und euer Blick ist fokussiert. Ihr habt hier ein 20 Grad Sehfeld, das heißt, das normale menschliche Sehfeld ist natürlich deutlich weiter, aber das Gerät hilft euch dann natürlich, euch auf den Punkt zu fixieren und könnt dann bis zu einer dreifachen Vergrößerung an Gegenstände oder Objekte heranspringen. Ihr habt dann, wie gesagt, eine Erkennungsreichweite von ca. 200 Metern. Bei Tag und bei Nacht sind es nochmal ca. 150 Meter. Im Nachtmodus habt ihr dann auf jeden Fall hier den Vorteil, dass ihr nur ein Gerät habt, quasi ein Fernglas und ein Nachtsichtgerät in einem und könnt dann eben auch dort die Beobachtung fortsetzen und das Ganze sogar aufnehmen. Kommen wir zum Fazit. Das Firefield ist natürlich nicht vergleichbar mit hochwertigen analogen Nachtsichtgeräten jenseits der 4.000 Euro. Das ist aber auch gar nicht der Anspruch. Der Anspruch war, hier ein Gerät zu schaffen, was eben jemanden ermöglicht, einen guten, preisgünstigen Einstieg in die Nachtsichttechnik zu geben und das zu einer hervorragenden Qualität für dieses Preissegment. Das muss man ganz klar sagen. Wir hatten schon Nachtsichtgeräte, die haben 150, 200 Euro gekostet und die waren wirklich, wirklich Mist. Also da konnte man durchgucken und das war, wie wenn man sich einen Glasboden von der Flasche vor das Auge gehalten hat und da von hinten, also eine grüne Flasche, so eine grüne Bierflasche oder besser noch eine Olivenölflasche und die mit einer Taschenlampe von der Seite beleuchtet hätte. So war das ungefähr, da durchzugucken. Und das ist eben beim Firefield nicht der Fall und das ist, denke ich, eine gute Sache für jeden, der sich damit mal auseinandersetzen will und nicht eben gleich so viel Geld dafür auszugeben. Ja, von der Bedienung her einfach das Zubehör, was dabei ist, alles, was man braucht. Man hat Akkus mit dabei, man hat hier eine hervorragende Auflösung für die Aufnahmen und kann damit spielen. Man hat eine Tageslichtfunktion mit dem man das Ganze als Fernglas benutzen kann. Auch wenn es nur dreifach ist, ist es besser als nichts und das Ganze eben in einem kompakten Gerät. Mehr kann man dafür nicht verlangen für das Geld. Super. Ihr bekommt das Firefield Hexcore HD 1-3 überall dort, wo man Produkte von Firefield kaufen kann. Wir blenden euch hier unten mal den Link zum Hersteller ein. Habt ihr selber schon ein günstiges Nachtsichtgerät im Test oder Erfahrungen damit gesammelt, vielleicht sogar auch schon direkt mit dem Firefield-Gerät? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.